grüßt euch. Ich bin mal wieder an meinem Lieblingsort hier in Westgeorgien, in Marani bei Regina und Gerold. Hallo. Und ja, hier ist ein spezieller neuer Ort entstanden, ein Flaschenhaus. Und hier sitzen wir jetzt, zeigen euch einfach mal ein paar Eindrücke von diesem neuen schönen, wunderschönen Haus. Ich dachte ja am Anfang, dass ihr irgendwie es auf den Pfand abgesehen habt, weil ihr so viele Flaschen gesammelt habt. Aber jetzt sind wir ja dann doch, ist ja doch ein Haus draus geworden. Und ist jetzt mal eine Frage vorweg schon mal, wie viele Flaschen sind das denn eigentlich? Ich habe es ja jetzt gerade schon mal gezeigt, wie viel da verbaut wurden, aber gezählt habe ich es nicht. Was schätzt du, wie viel? 2.000, 3.000? 3000. Ja? Ja. 3000 und 2500 sind hier in diesem Bank verbaut. Ah, okay. 2.500 in der Bank nur? Ja, ja. Weil das waren Coca-Cola-Flaschen. Das sind kleine. Die sind kleiner, Ah, okay. aber 20 Beutel, 20 Säcke Zement. Boah. Also für ein Haus braucht man ungefähr so viele Flaschen wie für eine Bank. Ja, ja. Hier in Marani habt ihr ja euch komplett frei entfaltet mit eurem Geist, sage ich mal so. Und man kann hier bei euch ja auch wohnen. Und dieses Flaschenhaus ist jetzt quasi das neueste Wohnprojekt für Leute, die einfach mal nicht einfach nur ein Hotel buchen wollen. Also es ist, vielleicht beschreibt ihr einfach mal, was man bei euch eigentlich, also welche Art von Urlauber hier glücklich wird und welche vielleicht auch nicht. Weil das ist was ganz Spezielles, das sieht man ja alleine, oder weiß ja auch viel, wie viel ihr auch getrunken haben müsst für eure Gäste, um das hinzukriegen. Das ist ja schon Wahnsinn. Aber ich gebe euch mal weiter und vielleicht sagt ihr einfach mal kurz, wer hier glücklich wird, wer als Urlauber oder welche Ideen ihr noch habt, was ihr generell so auf dem Herzen habt. Ich muss weiter. Ich denke, Menschen, die ihre Bucketlist abarbeiten wollen und die 10 schönsten Orte in Georgien sehen wollen, die sind bei uns am falschen Ort. Finde ich nicht. weil wir wollen mit unserer Unterkunft oder mit unserem Hof Marani die georgische Lebenskultur auch transportieren. Das heißt? Ja, viereckig, quadratisch geht nicht. Es muss alles irgendwo, wie soll ich sagen, in der Schweiz würde man basteln sagen. Aber es ist einfach, für jeden Menschen der eine hat lieber diese Farbe, der andere diese Farbe, diese Formen. Es gibt verschiedene Plätze, jeder kann sich dort hinsetzen, wo er sich wohlfühlt. Und für mich ist sehr viel in den Unterkünften genormt, standardisiert, auf Kosten optimiert. Und wir wollen diese Langsamkeit. Deshalb haben wir auch die Tiere. Wir kochen gemeinsam Mit den Gästen. mit den Gästen. Und wenn wir dann Ausflüge machen, geht es auch darum, dass sie das Georgien eben kennenlernen und nicht nur gezeigt kriegen, sondern dass sie das in einem Prozess erleben können. Welches Georgien wollt ihr denn den Gästen zeigen? Also wenn ich jetzt so aus meiner Idee klassische Urlaub buchen, wäre ja, man guckt sich einen Katalog an oder Internetseite heutzutage, Katalog ist ja nicht mehr. Und dann bucht man irgendwo ein Hotel wahrscheinlich und guckt sich dann die klassischen Touristenattraktionen an. Was für Urlaub oder was bietet ihr denn? Willst du vielleicht, Regina? Ja, also Georgien hat extrem viel zu bieten. Wir haben uns spezialisiert auf Westen von Georgien und von Batumi hoch zum Svanetien. Und dann fahren wir mit unserem Berg, mit unserem Mercedes, unsere Gäste über die Berge, in die Täler, an Orte, wo noch gar nicht in Karte eingezeichnet sind. Manche Georgier, die kennen die Orte nicht. Du fragst, hier ist irgendwo ein Wasserfall. Oh, nicht gehört. Ja, dann gehst und recherchierst, kommst du vielleicht 3-mal völlig am falschen Ort. Nein, da ist kein Wasser, aber du findest. Und dann hast du natürlich Freude, oder? Wenn du dann kannst sagen, hey, da, 3 Kilometer weiter, da kannst du baden im Sommer mit deinen Kindern. Und solche Orte suchen wir, solche Orte zeigen wir. Aber es ist natürlich immer Frage, was diese Gäste wollen, oder?
klar, jemand möchte Batumi, dann zeigen wir Batumi. Also wir haben schon ein vielseitiges Paket zum Bieten. Ich denke, was Gäste auch, wenn sie Georgien besuchen, berücksichtigen müssen, ist diese Geschwindigkeit. Georgien ist einfach mal halb so schnell. Normalerweise habe ich 60 Kilometer in der Stunde gerechnet, wenn ich weltweit am Reisen bin. Ja. Georgien, wenn du 40 Kilometer schaffst, bist du gut. Und ich finde, wir versuchen nur eine Sache zu machen und dafür auch auf spontane Begegnungen einzutreten. Und das sind dann die Erlebnisse. Da gehst du essen, ziehst dich nicht mal richtig um. Und dann bist du plötzlich beim Bürgermeister am Hochzeitsgesellschaft am Ehrentisch. Also wir haben viel mehr Freude an solchen Sachen und da musst du dir eben Zeit nehmen. Und wenn du ein Programm hast, das geht nicht. Weil ich bin mit Regina in Tansania gewesen. Jeder Reiseführer sagt im April, geh nicht dahin, geht gar nicht. Ihr wart bestimmt im April? Wir waren im April, war die schönste Zeit. Ja. Wir haben Tansania nie so bunt gesehen. Und es ist hier in Georgien dasselbe. Nehmt euch Zeit. Wirklich nur eine Sache pro Tag, langsam und nicht 5, 6, 7 Sachen noch irgendwie reindrücken. Und abends, wir schauen, dass wir um 4, 5 spätestens an den Orten sind, wo wir übernachten. Weil dann kannst du auch zur Ruhe kommen, du kannst dich austauschen, weil all die Gäste haben Kompetenzen, wo wir extrem profitieren können. Ich finde, dieser Austausch ist fantastisch. Es ist nicht nur Ferien, es ist auch Bildung. Ja, also um jetzt auf Regina zurückzukommen, ihr sucht quasi etwas und findet 3 andere Sachen, während ihr das andere gesucht habt, so ungefähr. Ja? Genau, es ist so, definitiv. Es ist so, weil ich bin extrem neugierig. Ich habe mich in Georgien verliebt. Und ich recherchiere, ich spreche die Leute an. Also, und ich bekomme auch andere Tipps, was zum Essen ist, ob wir das ausprobiert haben, ob wir so. Und der Gerald, der kommt schon oftmals nach Hause mit, oh, ich habe das gegessen, das haben wir noch nicht gehabt, jetzt probiere ich das. Und das ist genau das, was die Gäste mitkriegen, oder? Und wenn wir Glück haben und unsere Gäste sind nicht scheu, auch ausprobieren, ja, das habe ich noch, oh, das kann man überhaupt essen und was ist das? Das ist pures Glück. Weil sie gehen nachher nach Hause und erst eine Woche später schreiben sie, Herr Regina, unglaublich, was wir alles gesehen haben, was wir gegessen haben. Zuerst jetzt habe ich realisiert, was ich alles gesehen habe, ja, was ich erlebt habe. Und es ist schon toll, wenn du so Rückmeldung bekommst. Es ist nicht, wenn du in ein Flugzeug einsteigst, es ist fertig Ferien. Ja. Und dann, wenn du eben so eine Rückmeldung bekommst, ach, das tut so gut. Ja, das kann man ja auch gar nicht standardisieren, also wie du das jetzt erklärt hast. Also ihr habt jetzt quasi Gäste und individuell für jeden Gast guckt ihr, also es ist nichts geplant, wenn die kommen, ist quasi nichts geplant grundsätzlich oder wie? Wir schätzen, wenn nichts geplant ist, ach so, dass die Leute zuerst mal ankommen, dass die Seele auch ankommt, dass sie mal einen Tag hier einfach durchschnaufen, das ein bisschen durchgucken und dann schauen wir, was macht das Wetter. Wie können wir was zusammen machen? Was ist ihnen wichtig zu sehen, zu erleben? Und aufgrund des Wetters und der Elemente, die wir zur Verfügung haben, Jahreszeit etc., wird dann eine Tour zusammengestellt. Und immer wieder gefragt, ja. Und je mehr die Gäste natürlich konkret werden und nicht sagen, ja, ich bin für alles offen, das hilft uns wenig. Ich bin neugierig, Georgien kennenzulernen. Uns hilft es, wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne schauen, wie man Kveveris macht. Dann haben wir da die Möglichkeit, einen der besten Kveveri-Macher zu besuchen. Ach so, und das kriegen unsere Gäste mit. Und, oder Regina ist von hier Richtung Kutaisi, Ciatura, Satschere gefahren und hat da mit Gästen ein Experiment gemacht, das hätte völlig in die Hosen gehen können, weil sie hat gefunden, hier hat es eine Höhle, habt ihr Lust, wir gehen die suchen
Und die Gäste waren Gott sei Dank so offen und neugierig, dass sie das mitgemacht haben. Und sie haben die Höhle gefunden. Die Gäste. Ja, sie Ja, wollten ja. nicht aufhören, das war Urwald und da sind wir immer über Bäume und über Steine geklettert. Ja, wo ist jetzt die Höhle? Und dann war die da und das ist ganz etwas anderes, wenn du in organisierte Höhlensystem gehst. Die war da und wenn wir Taschenlampe dabei gehabt hätten, wären wir rein, noch weiter und noch weiter. So waren die waren so neugierig, so drauf. Und das ist cool. Ich denke, die Neugier, die wird dann auch wieder neu geweckt, oder? Ich denke mal, dass viele gar nicht mehr so neugierig sind und wenn sie dann hier sind und ein bisschen, man muss ja auch mal den Ort erstmal auf sich wirken lassen, da entdeckt man ja erstmal wieder, jedes Mal, wenn ich hierher komme, denke ich, okay, die Welt ist ja doch ganz anders. Immer wenn man hier kommt, hier ist alles anders, ja. Und dann eröffnet man andere, den anderen Mind. Was heißt es denn? Ich kann so gut Deutsch gar nicht mehr. Du regst völlig andere Sinne an. Du regst andere Sinne an. Du kannst plötzlich Verbindungen herstellen, die früher gar nicht machbar gewesen sind, aber das hat mit dem Umfeld zu tun, weil wir mit Formen, Farben, Materialien spielen. Ja. Und das ist etwas, was du auch, wenn du Hundertwasser studierst, den Künstler, wie hat er gebaut, wenn du Gaudi schaust, wenn du von Tinguely, Jean Tinguely, die Frau, den Park in der Toskana. Es gibt so viele Sachen, wir können das nicht kopieren, wir wollen das nicht kopieren, aber wir nehmen Elemente daraus, weil wir uns in solchen Umgebungen einfach extrem wohlfühlen und merken, dass die Menschen auch darauf ansprechen. Ja, und dann lasst es. Du ja, jetzt gerade. Ja, und dann lasst es einfach laufen. Und was passiert, passiert. Und, und geplant wird so über den Daumen, so dass man vielleicht abends dort ist. Und ja, aber jetzt, was am Tag dann der Tag bringt, das lässt du komplett frei laufen. Je weniger du dir da Festlegungen machst, je weniger Festlegungen du machst, umso mehr kannst du auch auf Sachen reagieren, die während der Reise passieren. Stundenlanges Suchen einer Höhle zum Beispiel. Zum Beispiel, aber es kann auch sein, dass irgendwie die Lichtverhältnisse jetzt einfach gerade so fantastisch sind, dass du jetzt dort das schauen gehst. Ja. Und wenn du natürlich ein bestimmtes Programm hast, hast du für solche Momente nicht Zeit. Und wir hatten jetzt Jürgen aus Deutschland hier und wir wollten ihm unbedingt noch etwas zeigen. Es war fantastisch, er hat uns geholfen mit Bäume schneiden, zeigt uns, wie man Bäume schneidet. Der Urlaubsgast. Ja, ja. Ihr seid clever. Ja. Ihr seid clever. Wir haben eben richtige Gastarbeiter. Genau. Nein, und dann haben wir einfach gesagt, schau, wir machen noch eine Runde, wir wollen dir den Teil auch noch sehen. Und da haben wir jetzt eine Tagestour gemacht, wo wir sonst nie, die machen wir sonst mit Übernachtung. Und wir haben das in einem Tag gemacht. Und ich muss einfach sagen, es ist viel zu viel, es ist zu viel. Aber er hatte wirklich, wie soll ich sagen, Querschnitt bekommen, Westgeorgien. Und er kann sich jetzt entscheiden oder vorstellen, wo er überhaupt sich Wohnen vorstellen könnte in Georgien. Also ihr habt quasi immer mit allem, also nicht nur mit den Gästen, sondern generell mit dem Leben, wie ihr euch das jetzt aufgebaut habt, immer so ein Grundgerüst im Kopf. Ja. Und dann passieren Dinge, die ihr vorher gar nicht unbedingt planen konntet. Wie jetzt beispielsweise dieses Projekt, dieses Haus. Vielleicht würdest du dazu noch mal das eine oder andere sagen. Ja, hier an dieser Stelle, wo das Haus jetzt steht, mittlerweile haben wir es getauft Villa Lana. Lana ist die Serviertochter vom Restaurant, von wo wir die Flasche haben. Sie hat... Ihr habt die gar nicht getrunken? Nein. Da hat mein Bruder gesagt, das musste ich lachen, hat er gesagt, weißt du, Schwester, dass jemand sein Haus versäuft, das habe ich schon gehört. Aber dass man sich zu einem Haus durchsaufen kann, nein, das waren nicht nur wir. Das ist wirklich dank unserem Lieblingsrestaurant und Serviertochter Lana, das ist in Nosiri.
Egrissi-Restaurant, wo wir wirklich sehr gerne gehen, auch Abschiedsessen mit unseren Gästen das ist dieses zu große, machen. Ja, das ist so Geburtstagsfeier. wunderschön, Super, wunderschön. Und dann waren wir mit unseren Gästen dort essen. Und ich habe schon längere Zeit so gedacht, ja, so diese Flaschen, das wäre schon gut, aber von wo nehmen wir die Flaschen? Und da war ein Chauffeur dabei, unser Taxichauffeur, und ich habe ihm gesagt, du Sasa, was meinst du, können Sie uns da die Flasche sammeln? Da habe ich noch niemanden kennt. Und der Modi, dann ist die Lana gekommen, Sie brauchen Flaschen. Ja, wie viele Flaschen? Ja, ich denke so 2.000, 3.000. Kein Problem. Und dann ist der Gerold mit dem Motorrad, mit 2 Kisten immer dorthin, leere Kiste abgestellt, volle Kiste hier wieder aufgestapelt. Also, und dann habe ich schon Angst bekommen, habe ich gedacht, Scheiße Regina, wann nimmst du die Zeit? Kannst du das überhaupt machen? Und ich bin erst erschrocken, weil eben, das war die Idee, das war die Euphorie, jetzt Flasche haben wir, aber wer macht's? Du hast ja noch nie sowas gemacht. Und dann hat es angefangen, der Roy und Rita waren da, mein Schwiegersohn war da, der Gerold, der Sasa. Am Schluss, wenn ich es jetzt so durchzählen, wie viele Personen diesen Haus gebaut haben, komme ich locker auf 30. Wow. Weil das waren die Flaschenputzer, das waren die Flaschenlieferanten, die Flaschenbringer, Der Flaschenputzer. die Flaschenputzer. Wir haben die alle Flaschen gewaschen. Und dann unser Nachbar. Ja, und dann ging es. Der Roy hat nachher Struktur gemacht, der Dominik hat den Boden gegossen und dann ging es irgendwie, dann kam der Schritt für Wojtek Schritt. und dann kam Therese und so ist es entstanden und es ist cool, es ist wirklich, ich bin mega stolz. Aber dann habe ich gesehen, oh mein Gott, wir haben noch tausende Flaschen, was machen wir? Ah, ja. Und dann ist diese Lounge hier so entstanden, weil, Sasa, was machen wir mit dem? Ja, komm, bringen wir es in Container. Nein, das geht nicht. Ja, und dann haben wir das gemacht und wieder weitere 2 Tschechinnen haben da die Mosaik gemacht und das Fakt. Und das ist das. Jetzt sitzen wir hier. Ja, und das Vom ist Flaschenhaus. eben das Schöne, dass ich an unseren Gedanken, unseren Träumen auch andere Leute beteiligen kann. Also wir haben einen groben Plan und kein Plan haben ist auch ein Plan. Einfach das. Nein, wir haben im Groben schon Pläne. Es geht aber viel mehr, dass wir dieses Prozessorientierte so schätzen, weil das macht, Prozesse sind langsam, Prozesse sind schwierig, da gibt es keine Abkürzungen. Und da hast du auch Rückschläge. Und ich denke, das macht es, diese Mischung macht es aus. Weil auch wenn wir mal auf Entdeckungstour gehen, da schlagen wir uns das eine oder das andere Mal den Kopf an. Weil umdrehen geht nicht. Nein, schlechtes Restaurant gewählt. Können wir nicht mehr gehen. Ah, das, super. Nein, so viel Müll gehen wir nicht mehr hin. Also es sind schon 2 Seiten, wo du auch damit umgehen musst. Und ich merke einfach, dass die Gäste dieses Wechselspiel und dieses Prozessorientierte so schätzen. Und egal, was jeder kann, wir haben ja hier auch Sachen gemacht, keine Ahnung, wir können es nicht, wir machen es einfach. Und in Georgien traue ich mich das. Und ich habe 2 linke Hände. Ich auch. Vielleicht. Wir nehmen einfach immer Reginas rechte Hände, oder? Das Gefühl habe ich jetzt also nicht, nein. Das linke Hände. Also es ist klar, es sind viele Dinge, die wir gemacht haben, die stehen nicht mehr. Oder haben wir es nicht zum Schluss gebracht, weil wir gemerkt haben, das ist ja voller Quatsch. Aber umso mehr wir haben die Möglichkeit, noch mehr daraus machen oder das abändern. Und das ist Georgien. Man merkt jetzt den Impuls überhaupt, das, was jetzt auch mit Georgien selber passiert. Und damit ist das, vielleicht nehme ich dir jetzt das Wort weg, Gerold, aber wir haben uns überlegt, was ist bei uns anders als bei anderen Reiseanbietern, weil wir leben mit Georgien. Wir leben in Georgien und wir lassen es erleben und nicht anschauen oder ansehen oder
ja, die Leute leben das mit. Also du bist nicht Zuschauer, Ja, du bist kein Zuschauer, du bist Teil des also Theaters. bei uns Ich fühle bist es. du dabei, bei uns musst du dabei sein, Mittendrin. weil Das ist der alte Slogan vom deutsches Sportfernsehen, mittendrin statt nur dabei. Ja? aber Achtung, ja, Achtung, das geht auch um das. Wir haben einen Lounge nicht dafür gebaut, dass man das anschaut. Man kann und darf bei uns auch einfach Buch nehmen, Flasche Wein nehmen, einfach nichts tun, weil das tönt. Ja, weil es hat jeder, hat wirklich für mich, ich fühle mich hier in Georgien frei und die Menschen, die hier kommen, sollen sich auch frei fühlen. Und es ist alles möglich. Wir haben Menschen, die sagen, ich finde das so schön, ich kann hier endlich kochen, wenn ich in den Ferien bin. Niemand, der mir die Küche schließt. Ich kann einfach am Morgen in die Küche gehen, wenn ich aufwache und irgendwas brutzeln. Das konnte ich noch nie. Super. Nur von 8 bis 10, ja? Ja, so ist ja sonst. Oder 10 bis 12, keine Ahnung. Ja. Ja. Nein, und es ist natürlich auch durch meine Tätigkeit, die ich ja noch in der Schweiz ausübe, mit meinem Anlagebrief. Okay. Weil wir haben Erzähl mal davon. es geht ja darum, im Alter brauchst du Geld. Im Alter brauchst du ja auch Geld. Und wir haben hier jetzt quasi das alles, verbinden das. Und wir zeigen, ich kann den Geldteil zeigen. Hier können wir zeigen, wie wir uns eine Struktur vorstellen, dass wir eine höhere Chance haben, gesund zu bleiben, gefordert zu werden im Kopf. Und wir können uns hier auch ein soziales Netz aufbauen, was ich einfach wunderbar finde mit diesen Begegnungen, die wir haben. Und egal ob... auch entstanden. Ja, Ja. ja. Nur alles Zufall. Aber es ist Prozess. Ja. Und in dem Sinn machen wir für nächstes Jahr auch wieder so Veranstaltungen, Erlebnisse, wieso man die Anlagestruktur so wählen sollte, was Vorteile sind, wenn man auswandert, was ist zu beachten. In Georgien gibt es den Kaiserpilz, den findest du nicht mehr in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. Und hier ist so Ende August bis Mitte, Ende September Saison. Dann gehen wir mit Hier den in der Menschen, ja, dann gehen wir mit den Menschen Pilze sammeln. Dann habe ich einen Pilzexperten, Pilzkontrolleur aus der Schweiz, der extra für diesen Zweck hierher kommt und mit uns Pilze suchen geht, dass wir auch die richtigen Pilze erwischen. Und so stellen wir die Programme zusammen und die Plätze sind rar. Wir haben für 4 Personen machen wir Gruppen oder für 8. Weil das 4 und 8, es ist einfach so eine Größe, dann können wir 1 oder 2 Auto nehmen. Ja. Es geht besser organisatorisch auch, wenn man auswärts übernachtet. Und die Gruppengröße von 8 maximal erlaubt auch viel mehr Austausch. Und uns ist wirklich dieser Austausch untereinander, das Miteinander sehr wichtig und nicht quasi, ich klinke mich aus, gehe jetzt ins Bett, mache noch meine Mails und weiß ich nicht was alles und quasi die Menschen sitzen nicht mehr zusammen. Also dieser gemeinsame Teil, gemeinsam kochen, arbeiten, reisen, das ist schon eigentlich der Teil, was uns ausmacht. Und weil wir so viele Facetten und Kompetenzen verbinden können. Und über diesen Prozess kannst du das erleben. Und wie siehst du da jetzt die Entwicklung von Georgien jetzt in naher und mittlerer Zukunft? Denkst du, all diese Sachen werden hier noch lange so erhalten bleiben, wie du das jetzt schön findest? Oder Regina, ich weiß nicht, wer jetzt antworten möchte. Du hast eine Entwicklung hier, die können wir nicht aufhalten. Das war in der Schweiz so, das ist in Deutschland so. Die Georgier, die Jungen, die wollen das, was der Westen hat, und die wollen diese Traditionen, das Alte, alles loswerden. Und wir sind halt die alte Säcke. Wir wollen dieses Alte, dieses Traditionelle, diese Kultur. Das wird sich auflösen, keine Frage, aber Georgien ist derart konservativ und religiös, gläubig, dass das nicht so schnell in diesem Tempo geht, wie das in Europa passiert ist. Zumal die Jungen ja auch Genau, sind. Ja. genau. Und ich habe einfach den Eindruck, Leute oder die Menschen im Westen schätzen Georgien einfach falsch ein. Aber das ist für uns ist das okay, weil wir konnten so günstiger kaufen.
die Immobilie wird mehr am Wert steigen, weil hier sind wir mittendrin, mitten im Leben und ich stelle mir hier schon ein besseres Leben vor oder ich bin zufriedener, ich habe keine Schuppenflechte mehr, meine Gürtelrose ist weg. Ich habe immer noch Übergewicht, keine Frage, ich rauche immer noch, aber ich fühle mich hier bedeutend wohler und freier. Und ich denke, das ist eben auch, sind Elemente, die Gemüt, das Wohlfühlen, weil Menschen machen im Westen vieles, was sie gar nicht mehr möchten und zählen die Tage, Monate, Jahre, wie lange sie das noch machen müssen. Oder sie wissen, ich brauche 3.000 Euro, um meine Fixkosten zu decken und trauen sich nicht, einen anderen Job anzunehmen und machen das, was sie nicht gerne machen. Und irgendwoher muss ja diese Krebsexplosion kommen, dass so viele Menschen krebskrank werden. Und ich denke, gute Nahrungsmittel, ein gutes Umfeld oder ein natürliches Umfeld, Lernen, Neugier, nützlich sein, sind nützliche Hilfsmittel. Und die Küche Georgiens ist die Apotheke. Ja. Regina, du hast ja sicherlich auch deine Perspektive zu Georgien und zu der Entwicklung. Wie siehst du das denn hier aus deiner Sicht? Also ich finde, Entwicklung ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe gerade heute festgestellt, dass mein Lieblingsort in Svanetien im Moment für sämtliche Fahrzeuge zugänglich wird. Das heißt, die teeren den schönsten Teil von Zufahrt zum Gletscher. Also das ist ein riesen Disneyland, wie schon an vielen Orten hier in Georgien. Man kann das nicht vermeiden. Gerold sagt, hey, das ist so, das ist die Entwicklung. Aber ich habe das Gefühl, meine Erfahrung ist, die Georgier sind beratungsresistent. Also sie finden immer irgendwelche Wege. Und das heißt, dass es nach wie vor Orte gibt für mich, wo ich gehen kann, wo noch niemand ist. Weniger sind. Und sie finden dann schon noch etwas, was uns Guides oder Reisen anbieten erlaubt, doch die Authentizität irgendwo zu finden, oder? Das Land ist viel zu vielfältig, als dass du keinen Platz findest. Aber du siehst es schon, es passiert viel, es werden Schulen umgebaut, hier Kulturhaus bei uns in Marani, die Straßen werden erneuert. Wir haben auf unserem Ausflug Leute gesehen mit Abfallsäcken und fast jede 300 Meter war ein Abfallsack abgestellt. Also es tut sich was, die Entwicklung findet statt. Es wird dauern. Ich hoffe, dass es einfach in gute Richtung geht, dass auch selber die Georgier etwas davon haben, nicht nur die Investoren, nicht nur, weil sie haben natürlich auch andere Bedürfnisse. Für Georgier ist das Wichtigste, einen vollen Teller haben. Und Glas. Und Glas, ja. Und solange das ist gut. Also, aber sie nehmen diese eben neue Straße nicht wahr, sie nehmen die neue Bushaltestelle nicht wahr, Schwimmbäder und so Sachen, weil was wir natürlich merken, wow, da hat sich so viel verändert. Und dann fragst du Georgier, hey, cool, da passiert was. Was? Und das ist so diese Wahrnehmung von der Entwicklung in Georgien. Das ist schon spannend. Wie wir das nehmen und wie sie selber das sehen. Ja. Und das ist auch hilfreich, weil wir so viel unterwegs sind, können wir uns auch gegenseitig sagen, du, diese Strecke musst du im Moment nicht fahren. Sie machen die Straße, sie verlegen Leitungen. Hier ist im Moment besser, das ist neu gemacht, super teer. Weil wenn du mit Motorrädern unterwegs bist und ich mit meinen Freunden, die mich aus der Schweiz besuchen, dann wollen wir natürlich auch schöne Kurvenstrecken fahren. Und wir haben auch wunderbare Touren für Motorradfahrer, die können mit dem Flieger von Memmingen oder Deutschland irgendwo, Memmingen ist das nächste aus der Schweiz, nach Kutaisi fliegen, können sich Motorrad mieten. Ich kann Ihnen da die schönsten Strecken zeigen. Die müssen nicht mit dem Motorrad hierher fahren. Und das können wir auch mit 4x4 Fahrzeugen. Da ist wirklich viel machbar, wenn die Menschen auch neugierig sind und auch irgendwo etwas bewegen wollen. Ja. Nicht nur konsumieren. Das heißt, um es zusammenzufassen,
ihr wollt hier nochmal Neugier anregen, Leute etwas entdecken lassen und selber Sachen entdecken, die ihr vorher noch nicht kanntet. Ja. Wenn man das runterbricht, habt ihr noch am Ende vielleicht jeder noch was zu sagen, was man jetzt vielleicht, was vielleicht noch fehlt oder Also das für letzte Wort. mich das letzte Wort. Da musst du dir gehen, weil das letzte Wort hat immer Regina. Also, für mich, wenn ich aufhöre zu lernen, entdecken, dann kann ich abdanken, dann kann ich ins Sarg springen. Für mich ist Lernen und Entdecken ist der Schlüssel zum Jungbleiben. Also ich habe neue Leidenschaft in mir entdeckt. Das ist diese Guide zu sein. Nicht nur, dass ich liebend gerne fahre, selber fahre, aber auch zeige, vermittle und neugierige Fragen beantworte. Und ich habe Fragen bekommen. Du, bist du? Das letzte Wort, nicht der letzte Satz. Du musst es dann ausschneiden. Wird nichts geschnitten. Wow, das letztes Wort. Nee, sag ruhig, das ist ja egal. Ah, Gerold. Alex, das musst du bitte ausschneiden. Nee, das ist so lustig. Nein, okay. Letztes Wort, aber das ist ein Wort. Ein Satz. Mach doch einfach. Mach doch Kannst du einfach. so lange erzählen, wie du willst. Ist Du egal. weißt du. Ich wollte euch nur noch mal Gelegenheit geben, falls ich was vergessen hatte zu fragen, einfach noch was zu sagen. Ja, wir freuen uns auf Gäste 2026. Ja. Jetzt muss aber sie jetzt sagen, sie hat das letzte Ja. Wort. Ja, das wird Gott sei Dank ausgeschnitten. Okay, weil ich da scheinbar immer letztes Wort habe. Also wir freuen uns auf die Saison 2026. Wir sind parat und Georgien ist wirklich ein wunderschönes Land und ich bin stolz, also ich denke wir beide sind stolz, das den Gästen zeigen zu können. Ja. Und da ich euch alle belogen habe, habe ich natürlich das letzte Wort. Ich bin nicht ganz Okay, die Saison, um das nochmal zusammenzufassen, geht bei euch, glaube ich, vom Mai bis eigentlich Ende September, oder? Also nach Osten in Georgien, das heißt so Mitte April. Ich meinte eure Beherbergungssaison. Ja, Mitte April Ja. bis Mitte Oktober. Okay, und jetzt ist quasi gerade Schluss. Die letzten Gäste sind gegangen, richtig? Ja, es Letztes kommt. Wort? Ja, du bleibst du ja noch. Okay. Nein. Ja. Es Die kommen letzten, die bezahlen, nicht die Schmarotzer. Es kommen noch, aber es ist jetzt sehr ruhig und es ist immer wieder schön, dann auch diese ruhigen Momente zu haben, wo wir das Liegengelassene erledigen können, weil zwischendurch war es schon anstrengend, wenn ich unterwegs bin, Regina allein hier oder ich alleine hier, dann hast du schon zu tun. Ja. Okay. Also, auf neue Gäste, würde ich mal sagen. Ja, Cool. freue ich mich. Ja, wir freuen Danke uns. für eure Gastfreundschaft. Danke für dieses Gespräch, weil ich finde es immer wieder schön, dass wir uns mit dir austauschen können. Ja, Finde ich super. Und ich wollte auch schon mal Gespräche auf so alten Flaschen führen, wie hier.